Hey Markus, Ja. dein letzter Auftritt im Video, der war echt peinlich. Hey Leute! Wow, du hast recht. Was mache ich denn jetzt? Also ich sehe da nur eine Möglichkeit. Wir müssen noch peinlicher werden. Awkward genug? Dann können wir jetzt loslegen. Wie sicherlich die meisten von euch wissen, befindet sich das beliebte Tomb Raider Franchise seit über 10 Jahren in den Händen von Crystal Dynamics. Nicht nur hat das Studio aus San Francisco der Marke Tomb Raider einen zweiten Frühling beschert, nein, es ist auch zeitgleich für eine der besten Action-Adventure-Serien aller Zeiten verantwortlich. Doch wir gehen dieses Jahr noch weiter zurück, nämlich ins Jahr 1995, der Geburtsstunde ihres ersten Jump'n'Runs, nämlich Gex. Es ist ja hinreichend bekannt, dass 1994 mit der Sony PlayStation die erfolgreichste 32-Bit-Konsole das Licht der Welt erblickte. Aber wusstet ihr, dass einige der bekanntesten Marken der Welt ihre Geburtsstunde auf dem erfolglosen 3DO hatten? Ja, auch die Jungs und Mädels von Crystal Dynamics hatten ihre bescheidenen Anfänge auf dem 3DO. Und das damals sogar exklusiv. Mit Gex feierte das Studio aus San Francisco seinen Einstand ins Jump'n'Run-Genre und veröffentlichte erstmals in der Geschichte des Unternehmens einen seiner Titel nicht mehr nur für den 3DO, sondern auch für die PlayStation, den Sega Saturn und den PC. Doch worum geht's eigentlich? Gex ist ein fernsehsüchtiger Gecko, der wie jeden Abend gemütlich vor dem Fernseher sitzt, als plötzlich eine Fliege im Raum umherschwirrt, welche er natürlich ohne viel zu zögern verspeist. Kurz darauf wird der Bösewicht Raz vorgestellt, welcher Gex mittels seines Fernsehers in die sogenannte Media Dimension zieht. Von nun an ist es euer Ziel, aus eben jener Dimension auszubrechen, damit ihr wieder gemütlich auf eurem Sessel Platz nehmen könnt. Von hier an hüpft ihr klassischerweise durch verschiedene Welten, die allesamt an diverse Klassiker der Film- und Fernsehgeschichte angelehnt sind. Euer Ziel sind die jeweils in den Leveln platzierten Fernbedienungen, die euch den Weg ins nächste Level ebnen. Wobei, ganz so klassisch geht es dann doch nicht zu, denn im Gegensatz zu Nintendos Allzweckwaffe hat Gex nämlich kein Problem mit der Vertikalen. Euch erwarten jetzt keine ewig langen und teilweise mitunter nervigen Kletterpartien, wie in so manch anderem beliebten aktuellen Titel. Nur bei den obligatorischen Stacheln muss dann auch unser kleiner Gecko kapitulieren. Selbiges gilt übrigens auch für diese Flüssigkeit, welche ihm bei Berührung sofort ein Leben kostet. Im Laufe des Spiels findet ihr immer wieder Orbs, welche euch beim Verspeisen verschiedene Fähigkeiten geben. Ihr könnt sie auch einfach mit eurem Schwanz zerschlagen und somit Lebensenergie herstellen. Allerdings ist es eher ratsam, die jeweilige Fähigkeit zu nutzen, anstatt Energie zu regenerieren. Denn nur mit Hilfe der verschiedenen Orbs ist es möglich, solche fast schon meditativen Speedruns hinzulegen. Ähnlich wie das tolle Zombies Ate My Neighbors ist Gex vollgespickt mit Zitaten rund um bekannte Filme und Serienklassiker. Auch hier gibt es den bekannten Jason Voorhees-Verschnitt sowie die allseits beliebten Killer-Tomaten. Wusstet ihr eigentlich, dass George Clooney einen seiner ersten Auftritte in Killer Tomaten 2 hatte? Übrigens teilt sich Gex mit dem LucasArts-Klassiker noch eine weitere Besonderheit, denn der Titel setzt für ein Spiel aus der Mitte der 90er untypischerweise auf ein Passwortsystem. Zumindest dann, wenn man nicht auf einem 3DO spielt. Haltet beim Spielen auf jeden Fall Stift und Zettel bereit, denn das Game-Over-Video kann schon mal des Öfteren über den Bildschirm flimmern. Doch lasst euch nicht von so manch haarsträubender Sprungpassage den Spielspaß verderben, denn Gex mag zwar teilweise sehr knackig sein, ist dafür aber auch extrem abwechslungsreich. Wer ein Herz für fordernde Plattformer und für amerikanische Film- und Fernsehproduktionen der 70er und 80er hat, der wird mit Gex auch heute noch glücklich. Gex bekam zwar auch noch 2 3D-Nachfolger spendiert, die in etwa denselben genialen Humor wie der Vorgänger besitzen, allerdings war es das dann auch schon für den kleinen grünen Gecko. Wobei Rechteinhaber Square Enix 2015 schon angeteasert hatte, dass man die Marke wieder aus der Versenkung holen wolle. Dann aber auch bitte wirklich nicht Crystal Dynamics an Gex lassen. Die sollen sich doch bitte Story-Autorin Amy Hennig zurück an Bord holen und endlich Soul Reaver fortsetzen. Gex ist ein extrem cooler und vor allem auch spaßiger Plattformer aus den 90ern. Wer den Titel damals verpasst hat, sollte ihm unbedingt eine Chance geben. Natürlich könnt ihr wie gehabt einen von 10 DRM-freien Download-Keys zu unserem aktuellen Spiel des Monats gewinnen oder ihr kommt einfach direkt ins Museum und spielt den Titel hier. Wir sehen uns.